Hallo Leute, ich bin der Dominik und ich begrüße euch zur letzten Folge von House of Ashes. Ja Leute, wieder nicht alleine, wieder mit Alex. Ja Leute, Alex wieder dabei. Natürlich, er muss ja dabei sein, deswegen habe ich so lange gewartet. Deswegen kam die ganze Zeit FIFA. Das ist das letzte Video, wir schauen uns mal hier die ganzen Sachen an. Einmal Interview mit Ashley Tisdale, Interview mit einem Monstermacher. Dann die zwei Aussagen von Randolph Hutchen, Teil 1 und Teil 2. Und dann wechseln wir zu einer anderen Perspektive, wo wir dann nochmal die ganzen Tode, die ganzen Sachen anschauen, wenn was passiert wäre. Kennt ihr ja das ganze Prozedere. Und dann werde ich das Ganze noch mit Alex privat durchzocken, dass wir dass wir alles haben, weil wir haben nicht alles gefunden. Und da würde ich sagen, starten wir mit dem Interview mit Ashley Tisdale. When the queen bitch finds out about this, she's gonna flip her shit. Rachel and I, we know each other. Sir? The queen bitch you're referring to is his wife. Nice work, Hotshot. Ashley Tisdale, welcome. Now, Ashley plays Rachel in Supermassive Games' Dark Pictures Anthology's House of Ashes. All right, Ashley, what can you tell me about your character? My character, Rachel, is a CIA operative, and it is taken place in 2003 in the Gulf War, and she is on a mission to find chemical weapons, so she's pretty badass. Wow. This is your first time doing a video game. This is my first time, yeah. Wow, so how does that process compare to maybe the stuff that you've done, on camera before? I think that it's just very obviously a different approach to it. I do a lot of voiceover for animation series, so I would say it's more in line with that because you're in a studio all day and it's like you and the script and then also like some of the other characters, but it's just like kind of going through it really fast versus, one scene on a TV show or a movie could take like an hour to 2 hours. So you're constantly going through it. It's a really long process, but it's cool, it's different. You're wearing like heavy machinery on your head and it's like getting all of your facial expressions. So it's pretty crazy. You're gonna just be like completely like so muscular by the time you're done. Your neck will be. My neck is super strong. Yeah, the strongest neck ever now. Yeah. And how do you prepare for something like that? Then I feel like the script, it's not maybe necessarily you're preparing for particular scenes. Everything is so varied. Like, how do you really kind of get ready for it? I pretty much, obviously read the script beforehand, but I don't spend a lot of time on it like I would another script, like either with a movie or a TV, because it's the same thing of how I approach animations, is that I know when I'm here, I'm gonna be with the director and they're gonna have me do it like multiple different ways because there is multiple different directions the character can go. So if I were to fully prepare, I would maybe like put myself in this like, well, it's got to be this way, and I want to feel free to like be able to have them say, do it more sympathetic and do it more angry. And so I kind of don't fully prepare. I just know who the character is, and as long as I know the intention of what I'm saying, then I'm good. What is it? The guy who served me, I don't know. He was looking at me pretty strange. Probably doesn't get to see a woman like you around these parts very often. Especially one that's showered. With any series or film, there's just that one linear path for your character. Yeah. And with this, you have the option of There's living out many the different multiple. arcs. Yeah, how do you kind of keep it all straight or keep a continuity with your character through all that? Honestly, I don't even remember half of it. I think it's just obviously relying on the director. And the guys at Supermassive, they're just really great at knowing where we are in the storyline. And so it's just heavily trusting them. And then, just kind of knowing, that it's just gonna go. I can't, there's just so many different areas that it can go. And I could die in one of the things, and I could become a vampire. I can like live. It's just like, it's so crazy how opposite. It's got to be interesting too to think that someone's gonna like play you in a game and then maybe you'll die or you'll live or you'll like the people will be in control of your future. I know. I think it's gonna be really crazy just seeing my face on like the character. Like that's gonna be so wild. It's so crazy how far video games have come. It's so much more cinematic and like the movies that it's pretty wild. It's like beautiful to watch, but it's gonna be crazy. Now, I guess we have a couple rapid fire questions that I'd like to hit you with as well. Okay, ready for this?
ready. Okay, so bitten by a vampire or buried alive? Oof. Yeah, bitten by a vampire. Oh, really? Well, then you get to live forever, so, you know. That is true. Okay, I never thought of that element of it. Things that you've shot so far, do you have a favorite scene? I think my favorite scene would have to be probably early on between Rachel and her husband. It's a flashback, and it's them in the car, and it's a moment in time that kind of changes everything. And what I love about it is that it really shows who Rachel was and how it changed her to become who she is today. There's just so much happening in the game that it's just like a moment where it's just like really kind of stripped down and one-on-one, and I think it's a really beautiful scene. What is it? The guy who served me, I don't know, he was looking at me pretty strange. You know, my sole objective, Rach, is to make you happy. Doesn't matter where we are or what we're going through, I'll always put a smile on your face. See? I told you. So how do you get into that? Because I feel like, you know, it's sometimes it's such a sudden change from one scene to the next. So how do you kind of really get into that moment so quickly? I think how we've done it is that we would start off with the earlier stuff. So Okay. it's kind of like you're building to the bigger pieces. And yeah, usually the end of the day, we'll have like the biggest stuff, whether that's us like screaming and fighting, because it obviously drains us and our vocals. So, you know, they know to kind of like have us do the whole like action stuff at the very end of the day. They're breaking through the perimeter. You got any bright ideas? Now's the time. Really odd of being like, okay, now we're gonna be sweet, and now we're gonna be screaming, and It's then hard you're to gonna be go dying, backwards, and then you're gonna be back alive again, and this is a touching moment, and you're gonna die. Yeah, Yeah. the first time is gonna be like a strange experience, kind of going off on your own and acting out that kind of Yeah. separate. Yeah, it's definitely a very interesting process to watch, and it's different from anything I've ever done. Has it been hard to navigate doorways with the camera on? Like, do you find your... Oh, no, I take them off right away. Okay. Anytime I can get a break, because it is a heavy thing, and so it's just like most of the time I'm sitting on the couch with it, like holding the helmet up, because it's like, you know, it's like a weight on your head. So yeah. it's pretty crazy. It's expensive equipment. You don't want to like bang it on a door frame. No. Well, now that they've got you in the game, they can put you in anything. I know. I'm so excited because I've never been able to play something like this. Yeah, okay. Well, that's good. Cool. Thank you. Ja, Leute, ich weiß nicht, wie es bei euch ist oder auch bei Alex, aber das war immer mein größtes Ziel, dass ich mal in irgendeinem Videospiel zu sehen bin. Ich weiß, Synchronsprecher oder so Schauspieler, das wäre so geil gewesen. Wie findest du es? Ich finde es auch geil. Ich würde gerne synchron dann sprechen, ja. Ich würde beides machen, aber ich glaube, Charakter wäre sogar nochmal geiler. So, ich weiß nicht, im Resident Evil Spiel oder hier irgendwo, das wäre so geil. Aber gut, dafür muss man erstmal berühmt sein, dass überhaupt passiert. Ey, ihr müsst mal Facecam sehen, oder wie wir das Mikrofon halten, weil mein Mikrofonständer ist kaputt gegangen. Jetzt hatte ich das Mikro nur noch so in der Hand. Aber ich würde sagen, wir gehen weiter zum Interview mit einem Monstermacher. The creature has powerful claws and fangs formed from hardened, unidentifiable tissue. Two of the incisors appear grossly malformed and discolored. Blood is like nothing I've seen. We always like to base our stories in some sort of real-world truth, a piece of folklore or a piece of mythology. With vampires, obviously, there's so much to choose from cultures all the way around the world. So rather than pick one particular legend, we thought it would be fun to create a monster that ties all of those legends together in some way. So we had an idea for a creature that lives underneath the ground and emerges every few years. Our vampire is actually an alien parasite. It invades a host body.
The creatures that you see in House of Ashes, the winged demonic creatures, were actually once an intelligent race of cosmic nomads travelling through the stars on this big generation ship. They somehow picked up this alien parasite and it ravaged through their crew, and their ship went out of control and crash landed into prehistoric Earth, where it was buried under the ground in what is now the Zagros Mountains. Being a parasite, this alien slug needs to find a host body, a living body or a recently dead one. Once it invades that body, it grows inside it, killing the host if host is still alive. And its tendrils reach out into the host's brain and hijack its central nervous system, sort of reanimating it. It then goes on the hunt for blood. It feeds on the adrenaline in blood. So in order to get the adrenaline pumping, it needs to terrify its prey. So it shrieks at them and drags the kill out until the blood is really, really pumping, and then it strikes. You keep lookout. Fuck! Look out for what? We wanted to show the viewer different forms of the creature and make them think that initially it's a demon, then they think that it's a vampire, and then finally the revelation that it's an alien. So just to explain where the parasites have come to infect some of our game characters, this shows a game character who's going through different stages, is infected, starts to affect the character, and there's a final look from that where the fangs are coming through the skull. So that's one of the developments of how our classic vampire is actually a host. Another example of that is an Akkadian warrior who's been taken over by the parasite, and again the fangs have come through, the vines are poking through the head. This human is now being taken over, his skin is dying, the parasite is trying to grow within. But we progress that into looking at the design on the alien demon, I call it. This had to have very unique elements that came through from the head design. So we've got a very animalistic head here, but also we've got the fangs. These fangs are coming from the parasite that's within, so the fangs are coming through. It's almost deforming the shape of the host. Oh, shit. What the fuck happened to your teeth, buddy? We refined that further to what is our final head, where the ear is part of the skull and it flexes open. A bit like a frill lizard, where the frill of the canopy comes out, our head is actually moving apart. And we've got illustrations that show that, where the head is dormant and is concealed, but then as it hears and wants to resonate, the skull expands open. And that then allows the creature to hear and pick up on anything within the environment. With characters, it's always good to base at least some of it on anatomy that we recognise, and that provides a foundation for the vampire. It's bipedal and human in its structure, but we've just changed things, tweaked them, made them a bit more alien. So, for example, the ribs joined together at the sternum to form a rib cage, but we've expanded it out quite a lot, and some of the ribs are fused together to make bony plates. It's just to suggest that it's had a very different evolution from a human. We tried a version with human-style legs, but in the end, we went for a dog-type leg. It just made it more creature-like and more threatening. And we added bird-like talons on the toes, just to give it some natural weapons and make it into a predator. We didn't want to focus too much on bat reference, because we were trying to steer away a bit from the classic bat-like vampire. We did go for 2 sets of bat-like wings. One of the shots in the game is of the vampire jumping down from above, backlit with its wings out in an attack pose. And when we saw that pose, we decided to add an extra set of wings attached at the hip joint. It just really helped that silhouette. The environment is very interesting because they can use not just the floor, they can fly as well. They can walk on the walls, but they've got claws. And so imagine something really interesting in a cave where you've got creatures coming towards you, from every angle. I think that visually is something impactful and very interesting to look at, and scary. One of the interesting parts is the finding of those nuances and details that really bring the character to life. How does it move? How does it behave and act? We had motion capture, and then we had the more traditional computer animation keyframing. On the motion capture side, there were a variety of different setups that we tested. We had arm extensions, and then we had various different leg stilts that our creature actor used.
But what was apparent when filming this was that it really limited his movement. So in the end, we decided not to use any of that, and he just performed himself. Basically, this gave him the freedom to really express that physicality in acting and gesture. They react to sound like bats. They hear you, they hunt you. The vampires have these head plates, these bony kind of gristly structures on their heads that click and vibrate, kind of like a bat's echolocation. They're used to survey environments and to locate prey. We went through a lot of different iterations and we tried a lot of different things. Like I think I sampled keyboards and mouse clicks and then used a scooter fender and a wet trainer. And it made this organic, clicky, squeaky sound. And then I had a friend of mine in the States take a taser to a bunch of meat and a bunch of like organic material, and it came out a lot more aggressive. It just sounded meaner. I got something for you. And then the biggest thing that we had was this little tiny drum and a rod with fishing line in between it. So when you twisted a rod, it made this clicking and popping sound. So that ended up being one of the main tonal layers for it. But none of them quite fit right. But once we put them all together and like layered them all together on top of each other, then it started to actually work as a holistic, organic thing. Something entirely new to House of Ashes, which is a classic horror movie trope, is the vampire point of view shots, which we use a very wide lens and we use some perspective distortion on those shots, which helps sell the power and hunger of the vampires as they're chasing the soldiers, and it helps make the soldiers feel very small and very weak. And doing so, it also helps us as the player realise that these vampires are inhuman, and that when we're watching what they're doing, they're bouncing off of walls and they're climbing on the ceilings and flying. At any time in the game, the players could be running through an endless maze of tunnels, and we use very tight shots on these with a lot of handheld, a lot of tilt again, to emphasise this claustrophobicness and this tension and not being able to see what's chasing them. And it's in complete contrast then to later on in the game where we see these grand environments that they uncover, which could be a temple, a city, or things like that, that we have these wide shots that really sit still and just let the player soak in that environment. This is the most complex creature that we have ever animated in the studio. But the challenge is more than a challenge, is the fun to do it. Because it's not like a real creature. You can push it in a way that you can use your imagination to make it more interesting. We're facing an enemy we know zero about. An enemy of unknown size and their home turf. Sucks to be us. Das ist aber geil, da sieht man mal, wie die gemacht werden. Vor allem, was ich am geilsten fand, ist dieser Klang mit diesem Seil. Ja. Das fand ich so mega, als wir das versucht haben, mit diesem Seil diesen Klang zu machen. Das ist richtig geil, Leute. Dieses hinter der Kulissen ist halt richtig geil. Vor allem auch interessant, wie sie das Nervensystem übernehmen und dich dann sozusagen reanimieren und dann in dir so weiter wachsen. Und ist auch geil. Man hat irgendwie gewusst, dass es ein Alien ist, aber dass es ein Alien-Parasit ist, wusste ich jetzt auch nicht. Man hat gesehen, dieses Raumschiff, wie das da in die Erdumlaufbahn geflogen ist. Und wie es dann abgestürzt ist, hat man, glaube ich, nicht gesehen. Also sehr interessant. Also ich finde es auch so interessant. Ich dachte als erstes, die hätten diese eine Frau engagiert, was in The Last of Us für die Klicker. Ja, genau, weil in The Last of Us gab es ja auch diese Klicker, die sich ja auch so angehört haben. Ja, da war doch so eine Frau, die es dann gemacht hat. Oder auch in Resident Evil, da gab es ja auch diese, wie hießen die, diese Licker, die haben sich auch so ein bisschen angehört. Ist echt geil gemacht. Okay, würde ich sagen, Aussagen von Randolph Hutchinson Teil 1 und Teil 2. Und dann müssen wir schauen, wie lange es geht, dass wir nochmal rübergehen und nochmal alle Tode und so anschauen, weil es geht dann auch recht lange. Würde ich sagen, schauen wir erstmal die Aussagen von Randolph Hutchinson an. »24. September 1945. Wenn man eine Einladung von Lady Bradshaw erhält, nimmt man an. Mary und ich wollten eigentlich in die Flitterwochen, aber die Chance, mit einer der besten Altertumsforscherinnen Großbritanniens zu dinieren, mussten wir nutzen. Bradshaw trug eine Brosche, die Mary sofort ins Auge fiel. Ein sumerisches Relikt aus einer Ausgrabungsstätte im haschemitischen Königreich im Irak.
Nach dem Essen zeigte sie uns einen anderen Fund aus derselben Grabung. Eine goldene Keilschrifttafel. Sie meinte, die Tafel sei das letzte Puzzleteil ihres Lebenswerks. Eine Karte, die zum Grab von Alexander dem Großen führen soll. Wenn sie recht hat, befindet sich das Grab irgendwo an der Grenze zwischen Syrien und dem Irak. Lady Bradshaw will, dass wir die Expedition für sie leiten. Es scheint, dass wir unsere Flitterwochen in einer staubigen Ausgrabungsstätte im Sagrosgebirge verbringen werden. 2. April 1946. Unser Team ist zusammengestellt. Ganz oben auf meiner Liste stand mein alter Kriegskamerad, Captain Sherman Crow, die Bulldogge von Omaha Beach. Wir haben ihn in Kairo entdeckt, als er sich in einem levantinischen Club für Geld prügelte. Crow empfahl Arthur Pullman, einen erfahrenen Vorarbeiter bei Ausgrabungen. Und in Haifa haben wir meine Assistentin, die allzeit wissensdurstige Aline Journeau, aufgesammelt. Lady Bradshaw bestand auf der Anwesenheit ihres eigenen Ratgebers Alice van Houten, einem Archäologen, dessen schlechter Ruf ihm vorauseilt. Da unser Team jetzt vollständig ist, werden wir in den Libanon aufbrechen und von dort den Zug nach Bagdad nehmen. »21. Oktober 1946. Crow war der Erste im Grab. Eine Ehre, die er mit Bessie, seinem verdammten Maschinengewehr, teilte. Die Waffe war ganz schön widerspenstig, aber sie schien die Fellahin beim Graben zu beruhigen. Der Ort wurde seit Jahrhunderten nicht betreten. Er ist nicht die letzte Ruhestätte von Alexander dem Großen, sondern vielmehr ein Tempel eines noch älteren Gottkönigs, nämlich des akkadischen Despoten Naram Singh. Wir haben uns zwar geirrt, aber Lady Bradshaw bezeichnet das Grab trotzdem als ein Jahrhundertfund. Eine Entdeckung, mit der wir in die Annalen der Geschichte eingehen werden. Wenn ich mir diese ehrfurchtgebietenden Hallen so ansehe, bezweifle ich das nicht im Geringsten. 23. Oktober 1946. Die Katakomben unter dem Tempel sind voller menschlicher Knochen. Aline hat in El Castillo an Ausgrabungen mitgewirkt, aber selbst sie hat noch nie ein solches Ausmaß an Tod gesehen. Die Akkader haben Tausende im Namen der Götter getötet. Die meisten Opfer wurden rituell enthauptet. Andere erschlagen und in Massengräber geworfen, als ob das Abschlachten außer Kontrolle geraten wäre. Welche Plage oder Katastrophe forderte solch einen Preis? So viel vergossenes Blut. Und warum? Was auch immer hier vor Jahrtausenden geschah, ist ein Geheimnis, das auf seine Entdeckung wartet. Unsere Arbeit beginnt jetzt erst richtig. »7. Dezember 1946. Unsere Funde sind so spektakulär, dass ich nicht widerstehen konnte und den Champagner geöffnet habe. Als ich das Zelt betrat, um Mary ein Glas einzuschenken, merkte ich, dass etwas nicht stimmte. Sie hatte Bradshaws Kiste mit Dynamit gefunden. Ich versuchte, sie zu beruhigen, aber sie schäumte vor Wut und dozierte über das Risiko beim Einsatz von Sprengstoff an einer Ausgrabungsstätte. Sie hat natürlich recht und ich fühle mich schrecklich, weil ich ihr die Sache verheimlicht habe. In dem Moment kam Crow, um das Dynamit abzuholen. Als sie Mary befahl, es nicht anzufassen, sah er ihr fest in die Augen und verkündete, dass sie unten etwas entdeckt hätten. Der Gestank des Todes hing über dem Abgrund und überall lagen Leichen, die über und über mit Fliegen bedeckt waren. Crow glaubt, dass hiesige Banditen ihre ausgeraubten Opfer hier herunterwarfen. Diese unglückseligen Wanderer tun mir leid. Die Angst, die sie gespürt haben mussten, als sie ihrem Verderben entgegentaumelten. Doch das war nicht das, was er uns zeigen wollte. Ein schauerliches Licht durchdrang die Felsen. Als Mary fragte, was es war, nickte Bradshaw Crow zu und dieser öffnete die Kiste mit dem Dynamit. Sie meinte, sie würde es herausfinden. Wir haben ein Loch in den Fels gesprengt und ein Tor in eine seltsame Welt darunter entdeckt.
Das aus der Öffnung hervordringende, phosphoreszierende Licht ließ die gesamte Umgebung unheimlich wirken. Lady Bradshaw bestand darauf, weiter hinabzusteigen. Vielleicht hat Mary recht und Bradshaw wird langsam unvorsichtig und unbeherrscht. Aber ich muss ständig daran denken, was da unten sein könnte. Ich arbeite jetzt mit Crow und Pullman an einer Winde und einem Fahrstuhl, um in den Schacht einzudringen. Welche Geheimnisse mögen dort unten wohl auf uns warten, unberührt von der Welt da oben? Dezember. Crow, Bradshaw und ich begaben uns mit dem Fahrstuhl nach unten. Bei unserem Aufbruch überraschte mich Bradshaws Stimmungswandel. Sie wirkte besessen, fast manisch angesichts unserer neuen Entdeckung. Als wir den Boden erreichten, entfuhr Crow ein Fluch. Vor uns, in einem schwindelerregenden Gewölbe, lag eine Stadt. Abscheulich, kolossal, schlafend. Eine riesige Struktur, erbaut in einer uralten, menschenfremden Zeit. Der Anblick überwältigte mich und ich sank auf die Knie. Dezember. Möge Gott uns vergeben. Tagelang haben wir dieses tote, stille Reich und seine Abscheulichkeiten untersucht. Nun ist meine liebe Mary ein Opfer dieser Schrecken geworden. Crow fand sie bewusstlos in der Sternenkammer, ihre Notizen um sie herum verstreut. Er trug sie in unseren Versorgungsraum und bettete sie in eine der Zellen. Als Bradshaw von der Sache erfuhr, wich sie Fragen zu Marys Arbeit da unten aus. Ich säuberte das Gesicht meiner Frau und sie sprach im Fieberwahn zu mir. Sie klang verzweifelt und verwirrt. Ich werde über sie wachen. Sobald ihr Fieber nachlässt, werden wir diesem verfluchten Ort entfliehen. Aha, okay. Ich glaube aber, dass wir die zwei Sachen schon gesehen haben. Und zwar kamen wir bei diesen Zetteln, die wir während dem Spiel gefunden haben. Immer, wenn man die umgedreht hat, kamen ja so Rückblicke der Vergangenheit. Und ich glaube, es waren auch die zwei Teile, die wir jetzt hier sehen. Ja, würde ich aber sagen, starten wir mit Teil 2 rein. Jawohl. 29. Dezember. Pullman meint, dass das Funkgerät sabotiert wurde. Die Arbeit eines Experten. Es wurden wichtige Drähte durchtrennt. Jemand will uns von der Welt da draußen abschneiden. Aline kämpft in der Resistance, doch obwohl sie dazu in der Lage wäre, weigere ich mich zu glauben, dass sie dafür verantwortlich ist. Ich persönlich hege immer noch Zweifel an Van Hoyten, obwohl ohne Beweise alle verdächtig sind. Mir bleibt nur die Expeditionsausrüstung bewachen zu lassen. Dezember. Marys Zustand verschlechtert sich. Heute Abend erwachte ich aus einer erschöpften Benommenheit, nur um Lady Bradshaw vorzufinden, wie sie meine Frau mit weiteren verdammten Fragen quälte. Mary murmelte etwas von geflügelten Dämonen. Daraufhin leuchteten Bradshaws Augen auf und sie fragte, ob Mary diese Dämonen gerade spüren würde. Von ihrem Delirium gepackt, schlug meine Frau um sich und klammerte sich an Bradshaws Brust. Lady Bradshaw zog sich zurück. Und nach einer Weile konnte ich meine Frau beruhigen. Dezember. Mary ist tot. Ich war bei ihr, als es soweit war, und sagte ihr, wie leid mir alles tat. Dass ich Bradshaws Angebot angenommen hatte. Dass wir an diesen gottverdammten Ort gereist waren. Mir meine Eitelkeit wichtiger war als unsere Liebe. Als Mary über das Ende von allem sprach, wusste ich, dass sie spürte, dass der Tod nahe war. Mit ihrem letzten Atemzug ließ sie mich schwören, diesen Ort zu begraben. Uhr.
Etwas Schreckliches ist geschehen. Als ich bei meiner Frau saß, bemerkte ich etwas in ihrer Hand. Lady Bradshaws Brosche. Sie muss sie abgerissen haben, als sie nach ihr schlug. Ich drehte die Brosche um und stellte fest, dass sie aussah wie die Kreaturen, die wir aus den Kokons geborgen hatten. Waren das die Dämonen, von denen Mary gesprochen hatte? Hatte Bradshaw die ganze Zeit über gewusst, was wir hier unten finden würden? Dann bewegte sich Marys Leichnam. Aber es war nicht meine Frau. Etwas Unmenschliches hatte von ihr Besitz ergriffen. Es sprang mich an und nur die Gitterstäbe der Zelle retteten mich vor seiner Raserei. Im Lager herrscht Chaos. Arbeiter werden vermisst und Lady Bradshaw ist in die Stadt da unten in der Tiefe zurückgekehrt. Niemand weiß warum, aber ich kann es mir schon denken. Sie sehnt sich nach dem Schicksal, dem auch Mary anheimfiel. Sie möchte eine von ihnen werden. »1. Januar 1947, 1 Uhr. Der Saboteur hat wieder zugeschlagen und uns hier eingeschlossen. Wir sind gefangen mit diesen Kreaturen. Ihr Kreischen ertönt von überall her aus der Dunkelheit. Crow hat sein Maschinengewehr geladen und zielt in Richtung der Katakomben. Mary hatte recht. Wir können das, was nicht lebt, nicht bekämpfen. Uns bleibt nur noch eine Wahl. Wir müssen den gesamten verdammten Tempel über ihn einstürzen lassen, auch wenn das bedeutet, dass wir mit ihnen hier begraben werden. Sie dürfen nicht von hier entkommen. Wenn dieser Tempel fällt, werden meine Frau und ich Seite an Seite begraben. Wenigstens das schulde ich ihr. Das Porträt, das ich in meiner Uhr bei mir trage, zeigt die Mary, an die ich mich erinnere. Nicht dieses Ding in der Zelle. Es ist alles Lady Bradshaws Schuld. Sie wusste von Anfang an, was hier unten war. Sie hat uns zu ihnen geführt. Vorhin stieß ich unten auf sie, über den ermordeten Leichnam von Heutens gebeugt. Als sie sich mir zuwandte, sah ich, dass sie sich verändert hatte. Ich griff nach der nächstbesten Waffe, einem eisernen Zelthering. Ich stach mit dem Metall auf sie ein und spießte ihr Herz auf. Bei ihrem Tod ertönte ein schreckliches Kreischen von tief unten, wie eine Antwort auf das vergossene Blut. Sie kommen. Wir müssen es hier beenden. Mit Feuer und Pulverdampf. Wenn mir noch genug Zeit bleibt, wird es meine letzte Handlung sein, dieses Tagebuch auf Band zu sprechen. Vielleicht kann es als Warnung für jene dienen, die uns folgen, wenn es in den Trümmern gefunden wird. Die Knochen dieses Tempels sind blutgetränkt. Wir haben unentdecktes Gebiet betreten und etwas Uraltes und Böses aufgeweckt. Eine Blasphemie, die unbeschreibliche Form und Gestalt angenommen hat. Äonen haben wir als Kinder dieser Welt gelebt, nicht gewahr des Schreckens, der unter unseren Füßen schlummert. Nun haben wir blind die Tore zum Wahnsinn aufgestoßen. Ich habe Angst, aber wir müssen tun, was getan werden muss. Wir müssen diesen Ort für alle Ewigkeiten versiegeln. Für die Menschheit. Mary, es tut mir leid. Ja, okay. Ich weiß ja nicht mehr, wie jetzt alle die in Verbindung stehen. Also eins weiß ich, dass dieser Randolph und diese Mary ja verheiratet sind. Nur was dieser Lady Bradshaw und dieser Crow miteinander haben, keine Ahnung. Aber interessant, ich glaube, es war wirklich diese Teile, die wir gesehen haben in dem ganzen Spiel. Ja, jetzt ist halt die Frage, ob wir jetzt noch weitermachen und noch die anderen Sachen angucken. Ich denke schon, oder?
Sollen wir das durchziehen? Jawohl. Aber kurz eine Frage. Hat der Typ sich jetzt erschossen am Ende? Das klang so. Das klang so, als hätte er sich erschossen. Das kann sein, weil er wollte es ja eigentlich so machen, dass er das alles hochjagt mit sich, dass er vergraben wird. Und das hat er nicht gesagt, deswegen hat er gesagt, es tut mir leid, deswegen kamen wir und haben dann am Ende alles hochgejagt. Ich denke, so könnte es dann gewesen sein. Ja, Leute, dann würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich wieder, wenn wir in einem anderen Screen einfach, bis gleich. Ja, Leute, es gibt ein kleines Problem. Alex muss noch ein paar Sachen erledigen und das würde 1:28 gehen. Ich habe euch jetzt einfach mal unten in der Videobeschreibung den Kanal von Erne, also von Viel Gaming TV, verlinkt, beziehungsweise das Video von ihm. Wenn ihr das anschauen wollt, könnt ihr das da anschauen. Wir haben jetzt die 4 Sachen geschaut, die hat er, glaube ich, nicht angeschaut. Er hat, glaube ich, nur die ganzen Tode und Enden angeschaut. Ja, guckt das einfach da. Deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal, genauso wie eben Alex gleich. Wenn euch das alles gefallen hat, könnt ihr mich natürlich freuen, wenn ihr ein Abo da lässt, die Glocke aktivieren. Es gibt bald The Devil in Me, das kommt auch bald raus. FIFA gibt es weiterhin, das Video kommt dann noch irgendwann, ich denke mal Montag oder so. Und da würde ich sagen, macht's gut, haut rein, bis dann und tschüss.